Prometheus Labs. Übersicht. Prometheus Labs, zu Deutsch Prometheus Labore Inc., war eine Einrichtung zur Erforschung anomaler Objekte und deren Verwendung zur Entwicklung neuer Technologien. Mit der Zeit wurde Prometheus Labs zu einem multinationalen Konzern, welcher fortgeschrittene und anomale Technologien an Regierungen, Militär und andere Interessengruppen verkaufte. Prometheus Labs kooperierte gelegentlich mit der Foundation zum Schutz der Normalität und arbeitete sogar mit ihr zusammen, weigerte sich aber, das Studium von Anomalien aufzugeben und widersetzte sich der Aufsicht durch die Foundation. Nach einer langen Periode finanzieller Probleme wurde der Prometheus Labs-Konzern 1998 aufgelöst, was in der Gründung mehrerer Nachfolgeunternehmen aus den Überresten mündete. Die Auflösung des Konzerns war von administrativen und technischen Problemen begleitet, was zum Verlust vieler Produkte und dem Weggang von Personal führte. Die meisten ehemaligen Projekte von Prometheus Labs, die sich derzeit im Besitz der Foundation befinden, wurden während dieser Zeit geborgen und viele ehemalige Mitarbeiter angeworben. Die Gründung von Prometheus Labs. Prometheus Labs, offiziell Prometheus Laboratories Incorporated, entstand vermutlich während der frühen Phase des Kalten Krieges als kleine Forschungsorganisation für ungewöhnliche wissenschaftliche Phänomene. Im Gegensatz zu vielen anderen Gruppen von Interesse verfolgte das Unternehmen keine religiösen oder ideologischen Ziele. Der Fokus lag ausschließlich auf technologischem Fortschritt und der praktischen Nutzung anomaler Eigenschaften. Während die SCP Foundation Anomalien eindämmt und vor der Öffentlichkeit verbirgt, vertrat Prometheus Labs eine gegensätzliche Philosophie. Für das Unternehmen waren Anomalien keine Gefahr, sondern Werkzeuge zur Weiterentwicklung der Menschheit. Interne Dokumente beschrieben diese Denkweise später mit dem Satz: Anomalien sind Ressourcen, keine Gefangenen. Bereits in den frühen Jahren begann Prometheus Labs mit Experimenten an anomalen Technologien. Dazu gehörten ungewöhnliche Energiequellen, biologische Forschungsprojekte und erste Prototypen nicht konventioneller Technologien. Viele dieser Entwicklungen galten ihrer Zeit als weit voraus. Mit zunehmendem Erfolg wuchs das Unternehmen schnell zu einem multinationalen Konzern heran. Regierungen, Militärs und Geheimdienste zeigten großes Interesse an den Möglichkeiten anomaler Technologie. Prometheus Labs begann daraufhin mit verdeckten Kooperationen und belieferte verschiedene Organisationen mit spezialisierten Entwicklungen. Die Beziehung zur SCP Foundation blieb währenddessen angespannt. Zwar kam es gelegentlich zu gemeinsamer Zusammenarbeit bei gefährlichen anomalen Vorfällen, jedoch betrachtete die Foundation die Vermarktung solcher Technologien als unkalkulierbares Risiko für die Wahrung der Normalität. Prometheus Labs hingegen warf der Foundation vor, wissenschaftlichen Fortschritt absichtlich einzuschränken. Rückblickend gilt die Gründung von Prometheus Labs heute als Beginn einer der einflussreichsten technologischen Organisationen innerhalb der anomalen Welt und gleichzeitig als Ausgangspunkt zahlreicher späterer Katastrophen im Zusammenhang mit unkontrollierter anomaler Forschung. Der Aufstieg zum multinationalen Konzern. Innerhalb weniger Jahrzehnte entwickelte sich Prometheus Labs von einer vergleichsweise kleinen Forschungsorganisation zu einem der mächtigsten anomalen Technologieunternehmen seiner Zeit. Während viele Gruppen von Interesse im Verborgenen operierten oder sich auf einzelne Forschungsbereiche spezialisierten, verfolgte Prometheus Labs ein weitaus ambitionierteres Ziel: die industrielle Nutzung und weltweite Vermarktung anomaler Technologien. Interne Foundation-Berichte beschreiben den Konzern als eine Mischung aus Hochtechnologieunternehmen, Rüstungsindustrie und anomaler Forschungsorganisation. Durch aggressive Expansion, verdeckte Investitionen und geheime Regierungsabkommen gelang es Prometheus Labs, weltweit Forschungseinrichtungen, Produktionsstandorte und Tochterunternehmen aufzubauen. Der wirtschaftliche Erfolg des Unternehmens basierte auf der Entwicklung technologischer Systeme, die weit über den wissenschaftlichen Standard ihrer Zeit hinausgingen. Besonders aktiv war Prometheus Labs in den Bereichen Medizin, Energietechnik, Waffensysteme und experimenteller Raumfahrttechnologie.
Im medizinischen Bereich arbeitete das Unternehmen an anomalen Heilverfahren, biologischen Verbesserungen und künstlich erzeugten Organismen. Einige interne Berichte deuten darauf hin, dass bestimmte Projekte in der Lage waren, Krankheiten zu behandeln, die nach damaligem wissenschaftlichem Stand als unheilbar galten. Gleichzeitig führten mehrere dieser Experimente zu schweren Zwischenfällen und unkontrollierbaren biologischen Anomalien. Auch im militärischen Bereich gewann Prometheus Labs schnell an Einfluss. Der Konzern entwickelte fortschrittliche Waffensysteme, anomale Schutztechnologien und spezialisierte Einsatzgeräte für verdeckte Operationen. Mehrere Regierungen sollen verdeckt mit Prometheus Labs zusammengearbeitet haben, um Zugriff auf diese Technologien zu erhalten. Besonders bedeutend war jedoch die Forschung im Energiesektor. Prometheus Labs experimentierte mit ungewöhnlichen Energiequellen und anomalen Reaktorsystemen, die theoretisch nahezu unbegrenzte Energie liefern konnten. Einige Foundation-Analysten vermuten, dass bestimmte moderne Technologien innerhalb der anomalen Welt indirekt auf Entwicklungen von Prometheus Labs zurückgehen. Zusätzlich existieren Hinweise darauf, dass der Konzern auch an fortschrittlichen Raumfahrt- und Dimensionsprojekten arbeitete. Mehrere unvollständige Dokumente erwähnen Experimente mit nicht-euklidischen Räumen, extradimensionaler Navigation und Technologien, die konventionelle physikalische Grenzen umgehen sollten. Viele dieser Projekte gelten bis heute als verschollen oder wurden nach dem Zusammenbruch des Unternehmens durch die Foundation beschlagnahmt. Mit wachsendem Einfluss begann Prometheus Labs zunehmend auch wirtschaftliche und politische Strukturen innerhalb der anomalen Welt zu beeinflussen. Der Konzern verfügte über Kontakte zu Regierungen, Militärs und verschiedenen Gruppen von Interesse. In mehreren Fällen kam es zu direkten Interessenskonflikten mit der SCP Foundation, insbesondere wenn die Aktivitäten von Prometheus Labs die Geheimhaltung der anomalen Welt gefährdeten. Rückblickend betrachten viele Foundation-Historiker den Aufstieg von Prometheus Labs als einen Wendepunkt innerhalb der modernen anomalen Geschichte. Den Moment, in dem Anomalien nicht mehr nur erforscht oder eingedämmt wurden, sondern zu einer globalen Industrie wurden. Die Beziehung zur SCP Foundation. Die Beziehung zwischen der SCP Foundation und Prometheus Labs war über viele Jahre hinweg komplex, instabil und von gegenseitigem Misstrauen geprägt. Obwohl beide Organisationen zeitweise gemeinsame Interessen verfolgten, unterschieden sich ihre grundlegenden Ideologien fundamental. In mehreren dokumentierten Fällen arbeiteten Foundation und Prometheus Labs zusammen, insbesondere dann, wenn unkontrollierte Anomalien eine unmittelbare Gefahr für die Aufrechterhaltung der Normalität darstellten. Während großflächiger Zwischenfälle stellte Prometheus Labs der Foundation gelegentlich technologische Unterstützung, Analysegeräte oder spezialisiertes Forschungspersonal zur Verfügung. Im Gegenzug erhielt der Konzern begrenzten Zugang zu bestimmten anomalen Informationen oder Bergungsoperationen. Interne Dokumente zeigen jedoch, dass diese Kooperationen niemals auf vollständigem Vertrauen basierten. Bereits früh äußerten mehrere Mitglieder des O5-Rates erhebliche Bedenken gegenüber den langfristigen Zielen von Prometheus Labs. Der Hauptgrund dafür war die grundlegend unterschiedliche Sichtweise auf Anomalien selbst. Die Foundation verfolgt seit ihrer Gründung das Prinzip der Sicherung, Eindämmung und Geheimhaltung. Für die Foundation stellen Anomalien potenzielle Gefahren dar, die kontrolliert und von der Öffentlichkeit ferngehalten werden müssen, um die Stabilität der menschlichen Gesellschaft zu gewährleisten. Prometheus Labs hingegen betrachtete Anomalien nicht primär als Bedrohung, sondern als Ressource. Der Konzern war überzeugt davon, dass anomale Technologien genutzt, weiterentwickelt und wirtschaftlich verwertet werden könnten. Genau dieser Unterschied führte im Laufe der Zeit zu immer stärkeren Spannungen zwischen beiden Organisationen. Mehrere Foundation-Analysten warnten davor, dass die großflächige Nutzung anomaler Technologien unvorhersehbare Konsequenzen haben könnte. Besonders kritisch wurde gesehen, dass Prometheus Labs bereit war, Experimente durchzuführen, die aus Sicht der Foundation als unverantwortlich galten. Dazu gehörten Forschungen an instabilen Realitätsphänomenen, biologischen Manipulationen
sowie Technologien mit mimetischen oder dimensionalen Eigenschaften. Interne Berichte deuten darauf hin, dass die Foundation mehrfach versuchte, stärkere Kontrollmaßnahmen gegenüber Prometheus Labs durchzusetzen. Der Konzern verweigerte jedoch wiederholt eine vollständige Unterstellung unter die Aufsicht der Foundation und bestand auf seiner Unabhängigkeit. Mit zunehmender Expansion von Prometheus Labs verschärfte sich der Konflikt weiter. Einige hochrangige Foundation-Mitarbeiter begannen zu befürchten, dass der Konzern durch seine Forschung langfristig eine Gefahr für die globale Normalität darstellen könnte. Nicht aus feindlicher Absicht, sondern durch den Versuch, Anomalien in einem industriellen Maßstab nutzbar zu machen. Rückblickend beschreiben viele interne Foundation-Dokumente Prometheus Labs als eine Organisation, die die Grenzen zwischen Wissenschaft und Gefahr bewusst überschritt. Während die Foundation Anomalien unter Verschluss halten wollte, versuchte Prometheus Labs, sie in die Zukunft der Menschheit zu integrieren. Und genau dieser Konflikt sollte letztendlich schwerwiegende Folgen haben. Die gefährlichen Projekte und Risiken. Mit dem rasanten Wachstum von Prometheus Labs nahm nicht nur der Einfluss des Konzerns zu, sondern auch das Risiko seiner Forschungsprojekte. Während die frühen Arbeiten des Unternehmens noch unter vergleichsweise kontrollierten Bedingungen stattfanden, zeigen spätere Foundation-Berichte ein deutlich anderes Bild. Zeitdruck, wirtschaftlicher Wettbewerb und die Jagd nach technologischen Durchbrüchen begannen zunehmend Sicherheitsstandards zu verdrängen. Mehrere ehemalige Mitarbeiter beschrieben intern eine Unternehmenskultur, in der Forschungsergebnisse und wirtschaftlicher Nutzen häufig wichtiger waren als langfristige Stabilität oder mögliche Konsequenzen. Besonders problematisch wurde dies bei Experimenten mit instabilen oder nur teilweise verstandenen Anomalien. Foundation-Archive enthalten Hinweise auf zahlreiche Projekte, deren vollständiger Umfang bis heute unbekannt ist. Einige Dokumente erwähnen Tests mit Realitätsverzerrungen, extradimensionalen Energiesystemen und biologischen Hybridtechnologien. Andere Berichte sprechen von Versuchen, anomale Eigenschaften künstlich zu reproduzieren oder kontrollierbar zu machen. Mehrere dieser Projekte endeten offenbar in schweren Sicherheitsvorfällen. In internen Akten finden sich Verweise auf Forschungseinrichtungen, die nach fehlgeschlagenen Experimenten vollständig evakuiert wurden. Einige Standorte sollen nach schweren Zwischenfällen spurlos verschwunden sein oder mussten durch die Foundation dauerhaft versiegelt werden. Offizielle Unterlagen von Prometheus Labs zu diesen Ereignissen existieren größtenteils nicht mehr oder gelten als zerstört. Besonders auffällig ist, dass viele ehemalige Projekte des Konzerns nach dessen Zusammenbruch niemals wiedergefunden wurden. Foundation-Analysten vermuten bis heute, dass sich unbekannte Prototypen, anomale Geräte oder experimentelle Technologien weiterhin außerhalb der Kontrolle jeglicher Organisation befinden könnten. Einige Theorien innerhalb der Foundation gehen sogar davon aus, dass bestimmte moderne anomale Vorfälle indirekt auf verlorene Technologien von Prometheus Labs zurückzuführen sind. Beweise dafür existieren jedoch nicht oder bleiben unter höchster Geheimhaltung klassifiziert. Ebenfalls auffällig ist die hohe Zahl verschwundener Wissenschaftler und leitender Projektmitarbeiter in den letzten Jahren des Unternehmens. Mehrere Personen tauchten nach dem Zerfall des Konzerns nie wieder auf. Andere schlossen sich konkurrierenden Gruppen von Interesse an oder wurden später von der Foundation rekrutiert. In mehreren geschwärzten Berichten wird angedeutet, dass Prometheus Labs möglicherweise an Projekten arbeitete, deren Ziel weit über gewöhnliche technologische Forschung hinausging. Erwähnt werden unter anderem Experimente zur Manipulation fundamentaler Naturgesetze, künstliche Realitätseingriffe und Systeme zur kontrollierten Veränderung physikalischer Konstanten. Ob diese Projekte jemals erfolgreich waren, ist unbekannt. Innerhalb der Foundation gilt jedoch bis heute die Einschätzung, dass Prometheus Labs sich gegen Ende seiner Existenz zunehmend von wissenschaftlicher Vorsicht entfernte und begann Risiken einzugehen, die selbst innerhalb der anomalen Welt als unvertretbar eingestuft wurden. Und genau diese Entwicklung könnte letztendlich zum Untergang des gesamten Konzerns beigetragen haben. Der Zusammenbruch 1998.
Im Jahr 1998 erreichte Prometheus Labs den Punkt, vor dem zahlreiche Foundation-Analysten bereits seit Jahren gewarnt hatten. Nach Jahrzehnten aggressiver Expansion, riskanter Forschung und wachsender interner Instabilität begann der Konzern innerhalb kürzester Zeit zu kollabieren. Offiziell wurden finanzielle Probleme als Hauptursache genannt. Interne Foundation-Dokumente deuten jedoch darauf hin, dass die tatsächliche Situation weitaus schwerwiegender war. Mehrere Tochterunternehmen von Prometheus Labs verloren gleichzeitig den Kontakt zur zentralen Verwaltung. Forschungsdaten verschwanden aus internen Netzwerken, Projekte wurden abrupt eingestellt und ganze Standorte stellten ohne Vorwarnung den Betrieb ein. Zeitgleich häuften sich Berichte über technische Ausfälle, Sicherheitsverletzungen und unkontrollierte Zwischenfälle innerhalb verschiedener Einrichtungen. Besonders problematisch war, dass viele der eingesetzten Technologien auf anomalen Prinzipien basierten. Als Wartungssysteme versagten und Kontrollstrukturen zusammenbrachen, konnten zahlreiche Projekte nicht mehr stabil gehalten werden. Einige ehemalige Mitarbeiter beschrieben die letzten Monate des Konzerns später als völliges Chaos. Forschungsteams verschwanden spurlos. Sicherheitssysteme fielen gleichzeitig an mehreren Standorten aus. Interne Kommunikationsnetzwerke brachen zusammen. Mehrere Einrichtungen wurden evakuiert, während andere offenbar vollständig aufgegeben wurden. Zusätzlich kam es zu massiven Personalverlusten. Wissenschaftler, Techniker und Führungskräfte verließen das Unternehmen in großer Zahl, entweder aus Angst vor den eskalierenden Vorfällen oder weil sie versuchten, sensible Technologien und Forschungsdaten in Sicherheit zu bringen. Die SCP Foundation begann zu diesem Zeitpunkt mit einer groß angelegten Überwachungsoperation gegen ehemalige Standorte von Prometheus Labs. Interne Berichte zeigen, dass zahlreiche Bergungsteams entsandt wurden, um anomale Technologien sicherzustellen, bevor diese in falsche Hände geraten konnten. Mehrere Archive beschreiben den Zusammenbruch von Prometheus Labs nicht als gewöhnliche Firmenpleite, sondern als eine der größten unkontrollierten Krisen innerhalb der modernen anomalen Geschichte. Und bis heute ist unklar, wie viele Projekte während dieser Zeit tatsächlich verloren gingen. Was nach dem Kollaps passierte. Nach dem Zusammenbruch von Prometheus Labs existierte der Konzern offiziell nicht mehr. Seine Auswirkungen auf die anomale Welt verschwanden jedoch keineswegs. Aus den Überresten des Unternehmens entstanden zahlreiche kleinere Nachfolgeorganisationen, Forschungseinrichtungen und private Technologiekonzerne. Einige versuchten, die Arbeit von Prometheus Labs fortzuführen. Andere konzentrierten sich darauf, verbliebene Technologien heimlich weiterzuverkaufen oder für eigene Zwecke zu nutzen. Die SCP Foundation reagierte unmittelbar auf diese Entwicklung. Innerhalb weniger Monate wurden ehemalige Forschungseinrichtungen durchsucht, Datenarchive beschlagnahmt und unzählige anomale Projekte sichergestellt. Viele SCP-Objekte, die sich heute in Foundation-Gewahrsam befinden, stammen laut internen Akten ursprünglich aus Beständen von Prometheus Labs oder wurden während der Auflösungsphase geborgen. Zusätzlich begann die Foundation damit, ehemalige Mitarbeiter des Konzerns zu identifizieren und zu rekrutieren. Besonders Wissenschaftler mit Spezialwissen über anomale Technologien galten als wertvolle Ressourcen. Gleichzeitig wurden andere Personen unter Beobachtung gestellt, da befürchtet wurde, dass sensible Forschungsergebnisse auf dem Schwarzmarkt oder bei feindlichen Gruppen von Interesse auftauchen könnten. Trotz dieser Maßnahmen blieben zahlreiche Technologien verschwunden. Mehrere Foundation-Berichte erwähnen bis heute nicht lokalisierte Prototypen, verlorene Forschungsdaten und unbekannte Lagerstandorte ehemaliger Prometheus-Projekte. Einige dieser Technologien gelten als potenziell extrem gefährlich, insbesondere jene, die mit Realitätsmanipulation, dimensionsübergreifenden Prozessen oder autonomen anomalen Systemen arbeiteten. Innerhalb der Foundation existiert deshalb die Theorie, dass ein Teil des technologischen Erbes von Prometheus Labs weiterhin verborgen aktiv ist, möglicherweise unter Kontrolle anderer Gruppen oder ehemaliger Mitarbeiter. Ob diese Technologien jemals wieder auftauchen werden, ist unbekannt.
Fest steht jedoch, dass der Fall von Prometheus Labs innerhalb der Foundation-Analysten bis heute als warnendes Beispiel gilt. Für die Risiken unkontrollierter anomaler Forschung und für die Folgen, die entstehen können, wenn der Wunsch nach Fortschritt wichtiger wird als Sicherheit und Eindämmung. Warum Prometheus Labs bis heute wichtig ist. Obwohl Prometheus Labs bereits 1998 offiziell kollabierte, gilt der Konzern innerhalb der SCP-Welt bis heute als eine der einflussreichsten Interessengruppen der modernen anomalen Geschichte. Der Grund dafür liegt nicht nur in der Menge an Technologien, Forschungsdaten und Projekten, die das Unternehmen hinterließ, sondern vor allem in seiner grundlegenden Philosophie. Während die SCP Foundation Anomalien primär als Gefahr betrachtet, die eingedämmt und verborgen werden muss, verfolgte Prometheus Labs einen völlig anderen Ansatz. Anomalien sollten verstanden, weiterentwickelt und aktiv genutzt werden. Diese Denkweise veränderte die gesamte anomale Welt nachhaltig. Zahlreiche Technologien, die später von anderen Interessengruppen übernommen oder weiterentwickelt wurden, sollen ursprünglich auf Forschungen von Prometheus Labs basieren. Interne Berichte der Foundation erwähnen mehrfach, dass bestimmte moderne anomal-technologische Systeme deutliche Ähnlichkeiten mit ehemaligen Prometheus-Projekten aufweisen. Besonders auffällig ist dabei der Einfluss auf kleinere Forschungsgruppen und private Organisationen, die versuchten, die Ideen des Konzerns weiterzuführen. Viele dieser Gruppen betrachten Prometheus Labs bis heute nicht als warnendes Beispiel, sondern als visionären Vorreiter. Im Vergleich zu anderen Interessengruppen nahm Prometheus Labs eine ungewöhnliche Position ein. Organisationen wie die Foundation konzentrieren sich auf Kontrolle und Geheimhaltung. Andere Gruppen streben Macht, religiöse Ziele oder die bewusste Zerstörung der Normalität an. Prometheus Labs hingegen verfolgte offiziell das Ziel technologischen Fortschritts durch die Nutzung des Anomalen. Genau dieser Punkt sorgt innerhalb der Lore bis heute für Diskussionen. Denn trotz aller Risiken arbeitete Prometheus Labs zeitweise mit Regierungen, Forschungseinrichtungen und sogar der SCP Foundation zusammen. Viele ehemalige Mitarbeiter galten als brillante Wissenschaftler, deren Entwicklungen theoretisch, medizinische, energetische oder technologische Durchbrüche hätten ermöglichen können. Einige interne Foundation-Analysten vertreten deshalb die Ansicht, dass Prometheus Labs nie grundsätzlich bösartig gewesen sei. Die eigentliche Gefahr habe vielmehr in der grenzenlosen Ambition des Konzerns gelegen. Der Wunsch, jede Anomalie nutzbar zu machen, jede Grenze zu überschreiten und Risiken zu akzeptieren, die selbst die Foundation als unkontrollierbar einstufte. Andere Berichte widersprechen dieser Sichtweise deutlich. Sie argumentieren, dass genau diese Denkweise zwangsläufig zu Katastrophen führen musste. Dass Profit, Fortschritt und Einfluss mit der Zeit wichtiger wurden als Sicherheit, Ethik oder Stabilität. Bis heute existiert innerhalb der dokumentierten Vorfällen deshalb keine eindeutige Antwort auf die Frage, was Prometheus Labs wirklich war. Ein gefährlicher Konzern, der mit Kräften spielte, die niemand kontrollieren konnte? Oder eine Organisation, die ihrer Zeit schlicht zu weit voraus war? Fest steht nur, dass ihr Einfluss auch Jahrzehnte nach ihrem Zusammenbruch weiterhin spürbar ist, verborgen in alten Foundation-Archiven, verschollenen Technologien und möglicherweise in Projekten, von denen offiziell niemand mehr wissen sollte. Fazit. Prometheus Labs begann einst als Forschungseinrichtung mit dem Ziel, das Anomale zu verstehen und technologisch nutzbar zu machen. Aus einem einzelnen Labor entwickelte sich innerhalb weniger Jahrzehnte ein globaler Konzern mit enormem Einfluss auf Wissenschaft, Militär und die anomale Welt selbst. Das Unternehmen erschuf Technologien, die ihrer Zeit weit voraus waren. Es arbeitete mit Regierungen zusammen, kooperierte zeitweise sogar mit der SCP Foundation und beeinflusste zahlreiche Forschungsbereiche, von Medizin und Energieversorgung bis hin zu Waffenentwicklung und fortgeschrittener Raumfahrttechnik. Doch gleichzeitig überschritt Prometheus Labs immer häufiger Grenzen, die selbst innerhalb der anomalen Welt als gefährlich galten. Die Foundation setzte auf Eindämmung. Prometheus Labs setzte auf Nutzung.
Genau dieser Unterschied führte letztlich zu den Spannungen, den Risiken und möglicherweise auch zum Untergang des Konzerns. Der Kollaps von 1998 hinterließ nicht nur zerstörte Einrichtungen und verschwundene Projekte, sondern auch unzählige offene Fragen. Viele Technologien gelten bis heute als verschollen. Zahlreiche ehemalige Forschungsdaten wurden niemals vollständig wiedergefunden. Und genau deshalb bleibt Prometheus Labs innerhalb der anomalen Gemeinschaft bis heute relevant. Denn möglicherweise ist der Konzern niemals wirklich verschwunden. Einige Foundation-Analysten vermuten, dass bestimmte moderne anomal-technologische Entwicklungen noch immer auf alten Prometheus-Projekten basieren könnten. Andere glauben, dass ehemalige Mitarbeiter ihr Wissen heimlich weiterführten, verborgen hinter neuen Firmen, Organisationen oder Forschungsgruppen. Offiziell gibt es dafür keine Bestätigung. Doch innerhalb der Foundation existiert ein alter Grundsatz: Technologien verschwinden selten spurlos. Besonders dann nicht, wenn sie anomal sind. Vielleicht existieren die letzten Überreste von Prometheus Labs also noch immer irgendwo da draußen, eingeschlossen in vergessenen Archiven, verlassenen Einrichtungen oder in Technologien, deren Ursprung längst niemand mehr hinterfragt.